Die heutige Geschichte ist eine zweifache Premiere auf diesem Kanal. Das ist die erste Geschichte, die von einem anderen Autoren verfasst wurde, und zusätzlich wird sie nicht von mir, sondern von einem Gastsprecher vertont. Ich möchte mich vor Beginn noch einmal bei beiden herzlichst bedanken und auf diesem Kanal willkommen heißen. Ich hoffe, bald wieder ein Projekt in Zusammenarbeit mit diesen beiden zu starten. Los geht's! Storm. Typ der Geschichte: freie Arbeit. FSK-Rating: 12. Genre: Trash und Fantasy. Autor: Strawberry. Gelesen von Lilith Phoenix. Es blitzte. Es vergrub sich im Sand. Keine Ahnung, wo ich bin und warum ich schwebe. Koalabären zogen an mir vorbei. Warum haben sie weiße Kleider an und reden wie Assis aus dem Gangsterviertel? Ihre Sprache klang wie ein Schnurren, was wie ein Luftstoß durch meine Haare fuhr. Ich berührte mit meinem kleinen Zeh ein Schnurrhaar meiner Katze, die ebenfalls wie die Koalabären und ich durch eine völlig fremde Welt schwebte. Alles pulsierte um mich herum, doch die Schnurrhaare meiner Katze blieben ruhig, als würde sie tief schlafen. Ich zog an meiner Zigarette und ließ das Nikotin tief in meine Lunge einziehen. Ich stieß den Rauch aus meinen Rippen wieder aus, solange bis er mich komplett umhüllte. Es roch nach Zimtschnecken, nasser Baumrinde und Tinte. Meine Sicht war verhüllt und ich wusste nicht, ob ich nach vorne schwebte, nach hinten oder zur Seite. Doch dann spürte ich etwas. Ich spürte, wie ich mich um meine eigene Achse drehte, immer schneller und schneller. Ich streckte meine Arme aus und legte meinen Kopf in den Nacken. Der Rauch schien sich in einen gewaltigen Tornado entpuppt zu haben. Der Wind zerzauste meine Haare und schlug mir ins Gesicht. Meine Wangen färbten sich rot. Ich wurde nach oben gesogen, immer weiter nach oben. Es schien kein Ende zu nehmen. Der Tornado schien meine Organe zu verdrehen. Doch ich leistete keinen Widerstand. Doch dann sah ich es, das Ende des Tunnels. Ich schoss darauf zu, immer höher und höher. Meine Augen weiteten sich. Ich konnte nicht erkennen, was mich oben erwarten würde. Noch ein letztes Stück, noch ein winzig kleines bisschen, bis ich das Ende erreichen würde. Wie eine Rakete schoss ich aus dem Tornado. Ich war schwerelos. Meine Haare bewegten sich in Zeitlupe, wie mein gesamter Körper. Ich befand mich über der Galaxie, ein Ort, der noch nie erforscht wurde. Schwebende Inseln, Wasserfälle, die nach oben flossen, pink glühende kleine Sterne, die um mich herum schwebten, doch diese Sterne hatten ein eigenes Leben. Sie schienen gezielt zu schweben. Vor mir hatte sich eine neue Welt eröffnet. Völlig fremde Landschaften, mysteriöse Orte, eigenartige Bewohner, und in der Ferne konnte ich ein Schloss ausmachen, dessen Architektur ich zuvor noch nie gesehen hatte, sofern ich es erkennen konnte. Diese Welt machte was mit mir. Ich fühlte mehr, ich schmeckte mehr. Ich sah mehr und ich hörte mehr. All meine Sinne hatten durch diese Welt ein Upgrade bekommen. Ich steuerte auf einer der fliegenden Inseln zu, doch das ging langsamer, als ich dachte. Einer der Koalabären wurde wohl mit mir in den Strudel gezogen. Doch der schien nicht das erste Mal in dieser Welt zu sein. Denn er hatte den Dreh raus, wie man sich schnell fortbewegen konnte. Bevor es zu spät war, packte ich den Koala am Ohr und ließ mich mitziehen. Eine Minute später landete ich schon auf dem trockenen und doch leicht angefeuchteten Boden einer der Inseln. Meine Augen glänzten. Ich will alles von dieser Welt sehen. Ich will jeden kleinsten Winkel kennen, und so machte ich den ersten Schritt nach vorn in mein eigenes Abenteuer. Ich mag die daran Du nicht. kannst so oft wiederholen, wie du möchtest. Du kannst auch mal komplett von vorne anfangen und dann versuchen im Fluss vielleicht. Ja, dass es gute dann Idee, besser es ist. kommt alles in die Outtakes. Der Rauch schien sich in meine... Nee. Der Rauch schien sich in einen... Der Rauch schien sich in einen gewaltigen Tornado. Koalabären. Sind Tiere. Ihre Sprache klang wie ein... Ihre Sprache klang wie ein Ja, Luftschloss. Wie geht's?
Ihre Sprache klang wie ein Ich berührte... Nein, nicht so ruhig. Ich sollte das lassen. Soll ich langsam mal reden? Nicht so, bitte. Okay. Langsam, aber nicht so. Du liest die ganze Deutlicher. Zeit, es blitzte, es vergrub sich und dann plötzlich so... Ich berührte mit meinem kleinen Zeh ein... Schnell. So als würdest du ein Märchen anmoderieren und die ersten Worte sind, es war einmal. Ich berührte mit meiner... Nein, nicht so in der Tonlage, ich meine in der Geschwindigkeit. Ach Gott. Ich berührte mit meinem kleinen Zeh ein Schnurrhaar meiner Katze, die ebenfalls, wie die Koalabären und ich, wieder viel zu schnell reden. Mhm. Soll ich eine Koalabären-Handpuppe basteln, die mit dir schnell redet? Ja. Was? Weil du gerade gesagt hast, die Koalabären und ich reden wieder zu schnell. Ja, hast du schon mal einen Koala reden hören? Die sind... Entschuldigung. Wir sollten beim Thema bleiben. Alter, so lange habe ich noch nicht für eine Aufnahme gebraucht. Quatsch. Koala... Ich wollte nochmal von vorne... Egal. Na mach, okay. Nee, jetzt habe ich dazwischen gelabert. Das ziehen wir jetzt in die Outtakes. Zu schnell. Und rechts, ey. So ein Kackdreck. Ich berührte mit meinem kleinen Zeh. Ich habe gemerkt, ich war zu schnell und wollte schnell abbremsen, aber es hat keinen Sinn. Ich stieß den Rauch aus meinen Rippen wieder Zu aus. schnell. Schnauze. Dann werden wir ausfallen.